Also in diesem Video geht es um eine neue Rubrik, die ich mir überlegt habe für diesen Kanal. Und zwar geht es darum, wie habe ich dieses Foto aufgenommen, wo ich euch Kamera Einstellungen erkläre, wie ich es aufgenommen habe, ausgeleuchtet habe und so weiter. Und heute haben wir uns dieses Foto ausgewählt und ich werde einfach erklären, wie das gemacht wurde. Und das wird jetzt hoffentlich jede Woche auch stattfinden, dass ich so ein Video poste. Viel Spaß beim Schauen, bleibt dran! Also es geht um dieses Foto hier. Das hat meine Mitarbeiterin ausgesucht, weil ihr das gut gefällt. Das hängt auch hier im Studio. Und ja, jede Woche werden wir irgendein Foto raussuchen, einfach was vielleicht irgendeine Besonderheit hat oder was mir gut gefällt, was jemand anders gut gefällt. Und da wird dann einfach erklärt, wie das aufgenommen wurde. Genau, diese Aufnahme die wird nochmal eingeblendet, größer. Ihr könnt es auf meiner Webseite sehen. Starten wir mal mit dem Equipment. Ich habe das Foto schon vor ein paar Jahren aufgenommen, das ist schon ein paar Jahre älter jetzt, ist trotzdem selbst noch eine meiner Lieblingsaufnahmen. Und damals hatte ich noch die Canon, die 6D. Das ist die Kamera hier, das ist jetzt meine Backup-Kamera. Ich habe genau die verwendet dafür, ist die Einstiegs-Vollformat-Kamera von Canon. Und das ist noch die 1er-Version, die kostet jetzt aktuell wahrscheinlich 1000 €, wenn überhaupt. Am Gebrauchtmarkt die neue Version, die Mark II, ist 1500, glaube ich. Von der Bildqualität her ist diese Kamera aber eh schon top. Ich merke da auch keinen großen Unterschied zur 5DS, die ich jetzt verwende. Ist aber trotzdem eher ein Einstiegsgerät, was Autofokus und so angeht. Ja, also die Canon 6D habe ich verwendet fürs Foto und als Objektiv habe ich mein geliebtes Sigma Art 50 mm verwendet. Das habe ich jetzt schon länger, ist inzwischen schon ziemlich mitgenommen. Und das ist das Objektiv, was ihr hier gerade seht. 50 mm Vollformat ist so eine typische Porträtbrennweite, die sehr beliebt ist, beziehungsweise 85 mm auch. Aber es ist einfach eine ganz, ganz tolle Brennweite, muss ich sagen. Und das Sigma Art ist einfach ein super scharfes, super hochwertiges Objektiv. Die Art-Linie von Sigma sowieso. Und ja, das habe ich auch schon lange. Kostet nicht so wenig das Objektiv, ich glaube es um die 900 €. Die Links findet ihr aber sowieso in unserem Video. Aber grandioses Objektiv, auch gegen das Licht und so weiter. Ja, also Canon 6D, Sigma Art 50 mm und als Lichtquelle habe ich einen Studioblitz verwendet. Den hatte ich damals mit, den MSN 400, der ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ein toller Blitz mit 400 Wattsekunden und als Lichtformat drauf, das kann ich hier jetzt schwer zeigen, weil es zu groß ist. Als Lichtformat habe ich die Octa-Box von Dabei verwendet mit 1,5 Meter Durchmesser, 150 cm, also das Ding ist sehr groß, den habe ich gerade hier nicht aufgespannt, weil der den ganzen Hintergrund belegen wird. Genau, und jetzt kommen wir weiter zu den Details, wie das Licht gesetzt wurde bei dem Bild. Ja, wie gesagt, den Studioblitz hatte ich mit einer riesigen Octa-Box und wie ihr am Bild sehen könnt, glaube ich, dass jeder, der so ein bisschen sich mit dem Licht auskennt, der wird erkennen, dass das Licht von ganz oben kommt. Ich habe da ein Galgenstativ gehabt, oben drüber. Das Model hier, das hat unten unter mir die Pose eingenommen und direkt drüber war die Lichtquelle mit der großen Octa-Box. Damit das stabil bleibt, muss man auch ein Gegengewicht am Galgenstativ haben, nicht, dass das Stativ umkippt. Und ja, fast nicht ganz genau drüber war es, ganz leicht seitlich, weil es einfach so schwierig war, das komplett auszurichten. Aber eine Lichtquelle, Single Light Setup von oben runter aufs Model. Der Lichtformer, die Octa-Box, damit das Licht sehr weich ist, habe ich bei der Octa-Box 2 Diffusoren verwendet, den Innendiffusor plus den Außendiffusor. Und das ist ein wirklich schönes Licht, finde ich, wenn es von einer Quelle kommt, dadurch auch halbwegs gerichtet, aber trotzdem super weich durch die zwei Diffusoren, durch die Größe des Lichtformers und einfach sehr zentral von oben. Dadurch hat man auch diese Highlights am Arm, aber außenrum immer die Schatten auch. Und das ist ein sehr schöner Bildlook auch, finde ich.
als Kameraeinstellungen. Das ist ja immer so, das, was Leute mal gerne wissen wollen. Wie hast du deine Kamera eingestellt? In dem Fall natürlich rein manuell, weil ich einen Studioblitz, der nur manuell zu verwenden ist, verwendet habe. Also die Kamera war auf manuell. Ich habe da, wie man am Bild auch, glaube ich, erkennen kann, die Blende komplett geöffnet. Blende 1.4 habe ich verwendet. Deshalb ist auch nur der obere Teil vom Kopfschmuck scharf, beziehungsweise die Haare und alles drunter verläuft ein bisschen in Unschärfe. Blende 1.4, ich habe, was ich jetzt in Exif gesehen habe, eine Belichtungszeit von 125 Sekunde verwendet. Das hat eher damit zu tun, wie schnell man zum Blitz sinken kann, die Belichtungszeit. Diese Canon 6D, die kann nicht schneller als eine 125. Deshalb habe ich das ausgewählt, weil einfach über die Funkübertragung das nicht schneller geht. Das habe ich vergessen zu sagen, ich habe die Yongnuo Blitzauslöser verwendet, ist aber in dem Fall eher irrelevant, man kann ja jeden Blitzauslöser verwenden. Jedenfalls in der Kombi ging das nur mit einer Belichtungszeit von 125. Und als ISO habe ich 100 verwendet, ISO 100, weil man natürlich die beste Bildqualität will und dadurch, dass ich eher einen Studioblitz verwendet habe und genug Licht vorhanden habe und dieses Licht kontrollieren kann, wie ich will, also das kann man ja mit den Studioblitzen hinten perfekt heller und dunkler regeln, habe ich ISO 100 gewählt natürlich und das halt so ausgeleuchtet. Die Belichtung oder die Helligkeit des Lichtes habe ich anhand des Studioblitzes eher reguliert, weil für mich war klar, ich will Blende 1.4 einfach für diesen weichen Look, 125. Belichtungszeit, das ist quasi vorgegeben vom Funkauslöser und von der Kamera und ja, deshalb, und ISO wollte ich auch auf 100, deshalb habe ich alles eher über den Blitz reguliert. Ja, ich war selbst begeistert, dass es gleich so gut geklappt hat. Ich bin quasi auf einer Leiter gestanden und habe die Kamera so drüber gehalten. Über einen Live-Bild-Modus habe ich das ausgelöst und nach ein paar Shots war das recht gut drin. Natürlich hängt das sehr stark davon ab, dass das Model so cool und so gut die Pose einhält, dass der Boden schön aussieht. Aber eine der Sachen, die dann wirklich auch wichtig war in dem Bild, ist natürlich die Postproduktion. Einfach weil ich ein sehr kontrastreiches Schwarz-Weiß gewählt habe. Es ist eine ganz starke Vignette ums Model, also das war nicht out of cam so. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war so out of cam, das war alles einfach gleichmäßig ausgeleuchtet. Und ich habe außenrum extrem stark vignettiert, also dass da dunkel außenrum ist. Natürlich Kontraste erhöht, die Haut ein bisschen weicher gemacht, aber sonst ist eigentlich wenig Bildbearbeitung. Schwarz-Weiß-Umwandlungen, das war's, plus Kontraste und Vignette. Ja, eigentlich ein simples Bild, wenn man überlegt, Single-Light-Setup, großer Softbox, Schwarz-Weiß-Umwandlung, das war es eigentlich. Aber da kommt einfach viel zusammen, was dann gut passt. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen zu dem Bild habt, schreibt runter, ich antworte euch natürlich. Die Kameraobjektivliste findet ihr alles unter dem Video. Und ja, falls ihr diese Idee gut findet, so dass man ein Foto nimmt und das erklärt, dann werde ich das auch in Zukunft weitermachen. Da freue ich mich über Feedback. Tschüss und viel Spaß beim Fotografieren.